Darf ich vorstellen? Unser Zuhause, ein Mercedes 508D. Und das sind wir. Ich bin Franzi und das ist Malte. Seit Dezember 2019 sind wir mit unserem Düdo in Europa und Nordafrika unterwegs. Wir mussten schon einige Herausforderungen meistern und haben viel Neues dazu gelernt. Wir lieben es, neue Orte zu entdecken und wollen euch dabei mitnehmen. Wo uns unser Weg noch hinführen wird und was wir auf unserer weiteren Reise noch erleben werden, könnt ihr hier auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Nach über 2 Monaten hieß es für uns Abschied nehmen. Die wegen der Corona-Pandemie in Griechenland verhängte Ausgangssperre und das damit einhergehende Reiseverbot verbrachten wir mit ein paar anderen Langzeitreisenden, die ebenfalls während dieser Zeit in Griechenland festsaßen. Der Abschied fiel uns sehr schwer, aber die Freude über die neu gewonnene Reisefreiheit war auch sehr groß. Von Castro führte uns unser Weg zunächst in die Nähe von Elea an der Westküste des Peloponnes. Eine richtig coole heiße Quelle entdeckt. Eigentlich bisher so die schönste, bei der wir bisher waren. Und das Wasser, hier wachsen so Pflanzen, so grüne Pflanzen. Und dadurch schimmert das Wasser so türkis, das ist richtig schön. Dann ging es für uns weiter Richtung Süden. In der Nähe der Ochsenbauchbucht erheben sich die Ruinen einer nicht erschlossenen, jahrhundertealten fränkischen Burg auf einer felsigen Halbinsel hoch über dem Meer. So, wir sind jetzt in der Ochsenbauchbucht in der Nähe von Pylos angekommen. Es ist 19 Uhr und die Sonne geht aber erst in 1,5 Stunden unter. Wir dachten, wir machen mal noch eine kleine Wanderung zum Sonnenuntergang. Ja, zum Sonnenuntergang von der Burg aus. Jetzt geht es noch zu der Höhle. Hier soll es irgendwie noch eine ganz große Höhle geben, so groß wie eine Kathedrale. Und hier ist der Durchgang. So ein bisschen klettersteigmäßig. So. Und hier ist anscheinend die Höhle. Gucken wir mal. Sogar 30. 20 Meter meinst du? Ja, locker. Ne? Ja. Wow, und da, guck mal, da oben. Das ist ja richtiger Richtige Stalaktiten. Da oben ist die Burg und die Höhle. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Ochsenbachbucht. Jetzt müssen wir hier erstmal noch durch den Fluss. Irgendwie hat es gestern so krass geregnet, dass jetzt was hier viel mehr Wasser hat. Und das Wasser ist echt unglaublich. Ich frage mich todesmutig. Hui! Weißt du, hier gibt es Riesensalamander drin. Ja. Und die essen wahrscheinlich am liebsten große Zehen. Also ich kann ja nicht stillhalten, weil ich so lachen muss. Sieht total seriös und professionell aus. Ich habe es geschafft. Unser nächstes Ziel waren die Polylomio-Wasserfälle. Ein Paradies aus sattem Grün und sprudelndem Wasser. Und das Beste, wir hatten die türkisfarbenen Naturpools ganz für uns alleine. Wir sind jetzt bei den Polylomio-Wasserfällen. Wir sind heute von der Ochsenbauchbucht hingefahren und es ist so mega paradiesisch. Voll angenehm, aber ein bisschen kaltes Wasser.
Griechenland. In der Nähe von Gythio liegt das Schiffswrack der Dimitrios. Sie strandete während eines Sturms im Jahr 1981 und bewacht seitdem diesen Strand. Heute einen richtig entspannten Stellplatz gefunden, hier mitten auf einer Baustelle. Und ich rasiere Malte jetzt mal die Haare. Und fertig. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Monemvasia, in so eine alte griechische Stadt auf so einem Felsen exponiert ins Meer und haben jetzt auf dem Weg gerade mal wieder ein altes Düdo-Wrack gefunden. Und Malte ist schon ganz aufgeregt, weil, was hat der? Was hat der Besonderes? Das begehrte weiße Lenkrad. Wow. Das ist eigentlich das Omnibus-Lenkrad, aber das ist leider in so einem schlechten Zustand und ist ganz rissig und ich befürchte, es ist nicht zu retten. Scheiße. Da ist das gute Lenkrad. Und Ja. auch sonst, ist der schon ganz schön fertig, oder? Ja, und es ist auch ein 406D, also es ist kein, nicht unser Motor, es ist ein Monemvasia. Monemvasia. Ja. Monemvasia. 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 Okay, gut. So, Okay, Cut. Cut. Ja, wir stehen hier gerade in Monemvasia. Wir gehen jetzt wieder runter in die Altstadt oder in die untere Stadt und suchen eine Taverne. Ich kann an nichts anderes denken. Was würdest du am liebsten essen? Zu Flaki. Zu Flaki? Oh, ich bin. Komm her, Fratzi. Okay. So, es ist, keine Ahnung, 7 Uhr morgens. Malte und ich haben super schlecht geschlafen letzte Nacht. Wir stehen hier an einem eigentlich ganz schönen Hafen, aber irgendwie sind wir uns mitten reingekommen und Malte wurde so zerstochen. Genau, jetzt sind wir wahnsinnig früh wach geworden. Die anderen schlafen alle noch, wie ich sehe. Und Malte ist schon draußen und versucht sein Glück beim Angeln. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob er schon was gefangen hat. Und da kommen auch schon die ersten Fischer zurück. Und Malte? Warst du schon erfolgreich? Nein, natürlich nicht. Er hat gerade die Netze eingesetzt. Ja. Hättest du mal bei dem mitfahren sein, wa? Ja, ich habe ihn auch noch starten sehen. Der ist um 5:30 Uhr los. Heute wollen wir eigentlich noch weiterfahren. Wir wollten klettern gehen, oder? Genau, wir wollen eigentlich zu dem Strand fahren. Lichada Beach. Ey, nee, ich muss mich erstmal neu frisieren. Das geht gar nicht, wie ich aussehe, ey. Ich sehe gerade, guck mal, ich sehe aus wie so Max und Moritz gleichzeitig. Okay, scheiß drauf. Also, wir fahren heute klettern.
Ja, wir klappern jetzt irgendwie so 3 verschiedene Klettergebiete ab auf dem Weg nach Norden, nach Korinth. Blechada Beach, Kiparissi und Leonidio. Und danach, in einer Woche, geht's auch schon aufs Boot. Audio Jungle. Da muss ich echt Schrittgeschwindigkeit fahren. Das ist so krass mit den Gruppen, ja? Okay, wir sind jetzt wieder on the road. Malte hat tatsächlich noch 2 kleine Fische gefangen, waren aber leider ein bisschen zu klein. Ich hätte sie gegessen. Malte hätte sie gegessen. Ich habe gesagt, pack sie zurück. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Blechada Beach und checken da mal die Kletterfelsen aus. Wir sind jetzt irgendwie so eine richtig krasse Abhang-Passstraße gefühlt gefahren und stehen hier kurz bevor es runtergeht zum Meer. Es geht immer richtig steil bergab. Ich glaube, wir stehen auf 300 Höhenmetern oder so und es geht einfach nur runter, runter, runter. Aber wir haben es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es nicht festgehalten, Malte hat gekocht. Wir haben einfach alles zusammengehauen und jetzt essen wir erstmal. Audio Jungle. Gegessen, gestärkt und jetzt checken wir mal die Straße aus. Hier geht es jetzt lang, hier runter. Man hat das Gefühl, es geht einfach mitten ins Nichts. Und wir gucken mal, ob wir da jetzt lang fahren. Das ist die Bucht, oder was? Genau, hier ist eine Bucht, die erste, die ist es nicht. Und dann da hinten ist die Bucht, wo wir eigentlich hin wollen. Okay. Da wollen wir hin. Audio Jungle. So, wir sind runtergefahren und es hat sich echt voll gelohnt. Es sieht so paradiesisch aus, der Strand. Siehst du, hier gehen wir auf jeden Fall mal schnorcheln, wa? Ja, vielleicht heute noch. Es ist so schön hier. Das ist das pure Paradies. Hier ist die Bucht. Der Strand, schöner Kiesstrand. Da hinten soll es noch Kletterfelsen geben. Leute, es ist so schön hier. Das Wasser ist türkisfarben, kristallklar. Wir sind fast alleine hier. Ey, ich bin so froh, dass wir hier runtergefahren sind. Mega cool. Lass uns unsere Schnorchelsachen schnappen und eine So, das war's für diese Woche mit dem Video. Wir gehen jetzt nochmal schwimmen und nächste Woche geht es für uns auf ein Segelboot. Das wird auch nochmal spannend, also bleibt dran. Ciao. Ciao.